Also Frankenstein steht hinter allem. Hallo und herzlich willkommen zu Frankensteins Kaijuverse. Bei uns kommt es auf die Größe an. Heute gibt es die Review zum 1957 erschienenen Film Weltraumbestien. Bei diesem Film arbeiten wieder Tomoyuki Tanaka, Ishiro Honda, Eiji Tsuburaya und Akira Ifukube zusammen. Zusätzlich gab Takeshi Kimura, der danach an vielen weiteren Filmen beteiligt war, sein Drehbuchdebüt. Der Film beginnt während eines Volksfestes und wir lernen Astrophysiker Ryoshi, seine Verlobte Hiriko, seine Schwester Etsuko und seinen Freund Yoji kennen. Und kurz darauf beobachten sie am Fuji einen Brand in einem nahegelegenen Wald und Ryoshi bricht sofort auf, um das Feuer zu untersuchen. Er stellt fest, dass dies kein normaler Waldbrand zu sein scheint und warnt 3 andere Schaulustige und rennt davon. Komisch, wie das aussieht. Furchtbar. Da brennt zuerst die Wurzel. Yoji berichtet am nächsten Tag Professor Adachi, dem Chefastronomen des Observatoriums, von Ryoshis Entdeckung, einem Asteroiden, den er Mysteroid genannt hat und der seiner Meinung nach einst ein Planet zwischen Mars und Jupiter gewesen ist. Er nennt ihn in seiner Theorie Mysteroid, den Geheimnisvollen. Stimmen Sie denn Ryoshis Hypothesen bei? Ich nehme dazu noch gar nicht Stellung. Währenddessen wird Ryoshis Heimatdorf durch ein Erdbeben vernichtet. Yoji macht sich kurz darauf mit einigen Polizeibeamten zu dem Dorf und dort stellen sie fest, dass die gemessene Radioaktivität verschwunden ist. Ich freue mich, dass Sie gekommen sind. Wir sind alle tot. Der ganze Bach ist voll davon. Da. Sehen Sie? Auf der Rückfahrt riechen sie verbranntes Gummi und stellen fest, dass der Asphalt stark erhitzt ist. Oh, die Straße ist glühend heiß. Kurz darauf taucht der riesige Roboter Mogera auf und verwüstet ein nahegelegenes Dorf. Nach vergeblichem Beschuss durch das Militär kann der Roboter erst gestoppt werden, als er die Koyama-Brücke betritt und diese unter ihm zur Detonation gebracht wird. Wie sich bei der Untersuchung der Trümmer des Roboters herausstellt, bestand dieser zwar aus Metall, aber auch aus auf der Erde unbekannten chemischen Verbindungen. Unsere Analysen haben es eindeutig als ein metallisches Produkt erkannt. Als wenig später die Astronomen im Observatorium Aktivitäten rund um den Mond entdecken, tauchen die Mysterianer, eine außerirdische Lebensform von dem Asteroiden, den Ryoshi zuvor entdeckt hat, auf und stellen ihre Forderungen an Yoshi und die anderen Astronomen. Durch die Atomenergien sind unsere Körper mit Strontium-90 weitgehend vergiftet. Genehmigung, uns mit den Frauen der Erde zu verbinden. Um zu beweisen, dass sie der Erde technisch überlegen sind, haben sie Mogera als Vorhut entsandt. Weiterhin wollen sie sich mit Menschenfrauen vereinen. Zu diesem Zweck haben sie bereits 3 Frauen entführt und sind an Etsuko und auch an weiteren interessiert. Ryoji, der Yoji bereits zuvor offenbart hatte, dass er seine Verlobung mit Hiroko lösen will, schließt sich von der fortgeschrittenen Technologie der Außerirdischen fasziniert den Mysterianern an und versucht seine Freunde zur Kooperation zu überreden. Die Mysterianer verlangen nichts als einen Stützpunkt. Deshalb Haben dich die Mysterianer gezwungen? Ein Angriff des Militärs auf die Mysterianer scheitert. Daraufhin bittet Japan andere Nationen um Hilfe. Mit Hilfe der anderen Nationen und unter Einsatz neu entwickelter Kampfmaschinen startet ein neuer Angriff auf die Mysterianer, doch auch dieser schlägt fehl. Feuer einstellen und sofort zur Basis zurückkehren. Ich wiederhole, sofort zur Basis zurückkehren. Die Mysterianer fordern daraufhin ein größeres Ansiedlungsgebiet Das würde die Aufgabe von Tokio bedeuten. und entführen zudem Etsuko und Hiroko. Auf der Suche nach den beiden Frauen schafft es Yoji in die Zentrale der Mysterianer einzudringen. In der Zwischenzeit kommt eine neu entwickelte Elektronenkanone, die Mobile Flying Atomic Heat Reactor, gegen die Mysterianer zum Einsatz. Ryoji hat inzwischen die wahren Absichten der Mysterianer erkannt, verhilft Yoji und den Frauen zur Flucht und opfert sich durch die Zerstörung der Elektronik im Schiff. wenn diese Festung fertig ist, werden sie Tokio zerstören und ganz Japan. Sie wollen die Erde beherrschen. Nicht zum Wohle der Wissenschaft. Die restlichen Mysterianer fliehen daraufhin von der Erde. Aber sie können zurückkehren. Jetzt müssen alle Völker zusammenhalten, statt sich zu bekämpfen. Hallo und nun zu meiner Bewertung. Der Film beginnt mit den einzelnen Ereignissen sehr spannend. Kleinere Storyfehler, wie zum Beispiel als gesagt wird, dass die Straße glühend heiß ist und Gummi zum Schmelzen bringt, sich aber gleich auf der Straße gekniet wird, kann man gern übersehen. Der Kernpunkt von Honda,
dass sich die Nationen der Welt am Riemen reißen und sich verbünden sollen, ist für 1957 schon weit voraus. Man merkt es dem ehemaligen Soldaten Honda an, dass ihm Kooperation und Frieden zwischen den Staaten sehr am Herzen lag. 9 Punkte. Die Miniaturen haben die gleiche Stärke wie Rodan ein Jahr zuvor. Gerade die Szenen mit Mogera sind sehr gut dargestellt. Das Compositing ist ebenfalls hervorragend gelungen. Beispielhaft ist die Szene, in der die Menschen zu dem Dom der Mysterianer laufen. Die Zusammensetzung von realen Szenen und zusammengeführt mit den Modellbauten und dem Gemälde des Fujiyama bilden eine hervorragende Symbiose. Die Kostüme der Mysterianer sind für die Zeit sicherlich cool gemacht, wirken aber nicht sonderlich furchteinflößend. 9 Punkte. Ifukube schafft es wieder mal, einen krachenden Militärmarsch zu komponieren. Der Soundtrack passt gut zur Geschichte, auch wenn manche Stücke nicht die gleiche Stärke haben. 9 Punkte. Die Kämpfe zwischen Mogera und dem Militär sind schön gemacht und wirken auch glaubhaft. Es werden Maschinengewehre und Flammenwerfer eingesetzt und eben nicht Panzer und Flugzeuge. Ist ja nicht so, als ob in jedem Dorf ganze Armeen stationiert sind, die gegen Kaijus kämpfen. Tricktechnisch wurde auch im Endkampf zwischen der Altverteidigungsarmee und den Mysterianern wieder einiges abgeliefert. 9 Punkte. An manchen Stellen hinkt der Film leider etwas. Der Anfang ist schön erzählt, leider stockt er ab dem zweiten Akt ein wenig. 7 Punkte. Somit komme ich auf 43 von 50 Gs. Nun zu meiner Bewertung. Die Handlung ist ordentlich und verständlich geschrieben. Durch viele Szenen, die prinzipiell unnötig wären, zum Beispiel die Propagandaflüge der Mysterianer, wird der Film noch aufgewertet. Auch, dass im Gegensatz zu den amerikanischen Filmen Japan die Welt um Hilfe bittet, ist wieder typisch für einen Film von Honda. Und genauso verhält es sich mit Ryoshi, den man als Kollaborateur sehen kann, und wie in der Wirklichkeit merkt er erst so spät, dass er nur benutzt wurde. 8 von 10 Gs. Die Spezialeffekte sind wieder sehr detailverliebt, denn Tsuburaya ist einfach ein Meister gewesen. Sowohl die Augenlaser von Mogera als auch die Strahlen der Mobile Flying Atomic Heat Reaktoren sind wunderbar animiert. Das Kostüm von Mogera soll einen mechanischen Maulwurf widerspiegeln und dieser ist auch leicht als ein solcher zu erkennen. 10 von 10 Gs. Die Musik ist immer stimmig zu den gezeigten Szenen, doch ein Stück, was in Erinnerung bleibt, kommt dieses Mal nicht vor. 6 von 10 Gs. Im Kampf gegen Mogera 1 war die Armee wieder hoffnungslos unterlegen und dass Mogera 1 nach dem Sturz von der Brücke zerstört war, war schon sehr eigenartig. Besser sind die einzelnen Angriffe auf den Dom der Mysterianer, doch währenddessen macht auch Mogera 2 keinen guten Eindruck. Er untergräbt einen Reaktor, bekommt ihn auf den Kopf und ist damit zerstört. Wieder einmal sehr eigenartig. 4 von 10 Gs. Der Film ist zu jeder Zeit spannend. Zuerst der Waldbrand, dann das Erdbeben, dann Mogera, dann die Sichtung und Ankunft der Mysterianer und zum Schluss die Kämpfe gegen diese. 9 von 10 Gs. Und damit komme ich insgesamt auf 37 von 50 Gs. Zusammen mit Sven seiner Bewertung kommen wir damit auf durchschnittlich 40 Gs. Der Film ist viel mehr, als man auf den ersten Blick meinen würde. Um euch das zu beweisen, haben wir nochmal extra ein Kaiju-Kunde-Video gemacht, was bald erscheinen wird. Bis dann. Es war Frankenstein.